Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem Kanal Häkeln mit Elli. Ich möchte in diesem Video zeigen, wie man so einen Osternkorb häkeln kann. Im Video zeige ich, wie man Boden macht und Korb häkelt und so einen hübschen Henkel. Gehäkelt habe ich Korb aus Polyesterschnur 3 mm. Ich habe zwei Farben benutzt, also die grüne Farbe und die rosene Farbe. Das ist alles, was mir geblieben ist von der rosenen Farbe. Und in so einem Knollen sind 100 Meter. Die grüne Farbe habe ich komplett verbraucht. Es sind ungefähr so 3 bis 4 Meter noch geblieben. Aber es ist alles von 100 Meter weg. Sieht mal von Innenseite so aus, von außen. Gut, dann wollen wir beginnen, diesen Korb zu häkeln. Für den Körbchen habe ich genommen Polyesterschnur in 3 mm. Ihr könnt natürlich auch Baumwollschnur nehmen von Bobini und das verwenden, was ihr natürlich auch haben wollt. Dann 2 Häkelnadeln. Mit Häkelnadel Nummer 4,5 werde ich gesamten Körbchen häkeln. Mit einer kleineren Häkelnadel werden Faden versteckt, Schere und einen Feuerzeug. Dann habe ich für euch auch noch eine Anleitung. Ihr könnt jetzt einmal Screenshot davon machen. Und ich zeige euch auch, wie man diese Anleitung lesen kann. Dann wollen wir mit der ersten Reihe beginnen. Ich möchte euch mal kurz zeigen, wie man so eine Anleitung liest und versteht. Diese Anleitung ist sehr einfach. Die besteht aus Luftmaschen und Stäbchen. Die erste Reihe besteht aus Luftmaschen. Dann diese Luftmaschen werden in eine Kette zusammengetan mit einer Kettmasche und daraus macht man ja dann die erste Reihe. Und zwar, der erste Stäbchen wird immer aus 3 Luftmaschen bestehen. Der ersetzt unser ersten Stäbchen und machen wir dann noch 2 Luftmaschen. Das ersetzt unsere oder das macht unsere Ecke. Dann machen wir 3 Stäbchen, Luftmaschen, 3 Stäbchen, Luftmaschen und so machen wir 6 Mal, weil wir dann auch 6 Ecken haben. Die Reihe wird immer mit Kettenmasche verbunden. Unter diese 2 Luftmaschen machen wir noch eine Kettmasche, um die nächste Reihe zu beginnen. Wieder mit 3 Luftmaschen, die Ecke aus 2 Luftmaschen und unter diesen Ecken wird noch ein zusätzliches Stäbchen gehäkelt und am Ende wird auch noch ein Stäbchen gehäkelt, das wir in der ersten Reihe 3 gemacht haben und in der zweiten haben wir dann 5. Also Anfang der Reihe machen wir ein zusätzliches Stäbchen und Ende der Reihe machen wir ein zusätzliches Stäbchen. Und so geht ja dann unser Boden in die Breite. So, ich hoffe, ich habe das euch gut erklärt und wie beginnt das? Ich glaube, es zeige ich euch auch noch, wie es gut funktioniert. Diese Muster oder diese Anleitung zu lesen. Ich lege das einfach so zur Seite, dass ihr das auch sehen könnt.
Und wir beginnen mit 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen. Eins, 2, 3, 4, 5 und dann machen wir diese Luftmaschen in einen Kreis mit einer Kettmasche. Diese Endstück häkeln wir jetzt auch mit rein und beginnen mit der ersten Reihe. Und erstes Stäbchen, wie ich schon gesagt habe, besteht aus 3 Luftmaschen. Und dann sind wir schon zu der Ecke angekommen. Und da sind ja 2 Luftmaschen dazu. 1, 2 und häkeln jetzt 3 Stäbchen in den Ring rein. 1, 2, 3. Das waren diese 3 Stäbchen. Dann machen wir 2 Luftmaschen und wieder 3 Stäbchen. Also die nächste Ecke 2 Luftmaschen und dann 3 Stäbchen. 1, 2, 3. Dann wieder 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Wieder 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Wenn es hier einmal zu eng wird, könnt ihr auch diese Stäbchen zusammen drücken. Zwei, 3. Also 1, 2, 3, 4. Das ist ja die 5. Ecke. Also wieder 2 Luftmaschen und nochmal 3 Stäbchen. 1, 2, 3. So, 1, 2, 3, 4, 5 und dann machen wir noch die letzte Ecke. 2 Luftmaschen und wir sind am Ende der Reihe angekommen und hier sind 2 Stäbchen am Ende der Reihe. Eins und 2. Wir beenden jetzt die Reihe mit Kettmasche und zwar wir zählen 1, 2, 3, die dritte Luftmasche und beenden dann die Reihe oder schließen die Reihe mit Kettmasche. Und so ist unsere erste Reihe
fertig. Wir beginnen jetzt mit der Reihe Nummer 2. Unter diesen 2 Luftmaschen machen wir eine Kettmasche und machen daraus unser ersten Stäbchen, der aus 3 Luftmaschen besteht. Dann machen wir unsere Ecke aus 2 Luftmaschen und machen dann 5 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 5 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 5 Stäbchen und dann so insgesamt 6 Mal. So, gehe unter diesen 2 Luftmaschen und mache eine Kettmasche und beginnen mit dem ersten Stäbchen. 1, 2, 3. Dann 2 Luftmaschen, unsere Ecke. Und hier, da sind ja die Ecken, da werden immer von jeder Seite ein zusätzlicher Stäbchen gehäkelt. So, dann haben wir jetzt hier 3 Stäbchen, häkeln dann auch 3 Stäbchen. 1, 2, 3 und unter den beiden Luftmaschen machen wir einen Stäbchen. Da wir insgesamt auf 5 Stäbchen kommen, dann wieder die Ecke aus 2 Luftmaschen, ein Stäbchen unter den Luftmaschen, 3 Stäbchen, und unter diesen 2 Luftmaschen, also in die Ecke, ein Stäbchen. Und so machen wir dann bis Ende der Reihe. Also wieder unter diesen 2 Luftmaschen in die Ecke ein Stäbchen häkeln, dann 3 Stäbchen, in die Ecke wieder ein Stäbchen, zwei Luftmaschen, wieder in die Ecke ein Stäbchen, 3-mal Stäbchen häkeln, dass wir insgesamt auf 5 Stäbchen kommen. Wieder in die Ecke Stäbchen, 2 Luftmaschen, in die Ecke ein Stäbchen, 3 Stäbchen, wieder in die Ecke ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, in die Ecke ein Stäbchen und dann 3 Stäbchen und schließen dann mit Kettmasche unsere Reihe zu. Das ist ja da, wo wir mit Kettmasche die Reihe verbunden haben.
Und hier ist unser erstes Stäbchen, zählen wir 1, 2 Drittel Luftmasche nach oben und schließen die Reihe mit Kettmasche ab. Die zweite Reihe ist jetzt auch beendet. Beginnen wir mit der Reihe Nummer 3, machen wieder unter der Ecke eine Kettmasche, machen 3 Luftmaschen fürs Stäbchen, 2 Luftmaschen für die Ecke und hier kommen dann 7 feste Maschen, 2 Luftmaschen, 7 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 7 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 7 Stäbchen und so bis Ende der Reihe, dass wir 6 Ecken haben. Zeige ich noch einmal und ich denke mal, das ist ja so gut zu verstehen, dass man das auch selbstständig weiter häkeln kann. Also Reihe verbunden mit Kettmasche, ich gehe noch unter der Ecke, mache noch eine Kettmasche und beginne mit den ersten Stäbchen 2, 3, dann 2 Luftmaschen für die Ecke. In diese Ecke mache ich dann noch einen Stäbchen, häkle dann 5 Stäbchen und in die Ecke noch ein Stäbchen, dass wir auf diese Seite auf 7 Stäbchen kommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann 2 Luftmaschen und beginnen mit diesem Abschnitt. Häkeln wir dann 7 Stäbchen, 2 Luftmaschen. Dann die andere Seite 7 Stäbchen, 2 Luftmaschen und so bis Ende der Reihe. Zeige ich noch einen Abschnitt, also unter diese Ecke Stäbchen und dann noch 5 Stäbchen. Und noch ein Stäbchen in die Ecke rein. Dann 2 Luftmaschen und dann diesen Abschnitt weiter beginnen. So häkelt ihr bitte bis zu den letzten Abschnitt und am Ende zeige ich, wie hier nochmal beendet wird. So, ich bin fast am Ende der Reihe angekommen. Mache noch letzte Ecke, mache noch die 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Ecke und dann noch 5 Stäbchen. Vier, 5 und beende die Reihe mit Kettmasche 1, 2, 3 und so schließe ich die Reihe ab. Die dritte Reihe ist jetzt auch beendet und man kann jetzt auch mit der vierten Reihe beginnen. Also die nächsten Reihen werden im gleichen Prinzip gehäkelt, da man ja nur ein Stäbchen von einer Seite zusätzlich häkelt und von der anderen Seite. Und so geht natürlich auch unser Boden in die
Höhe. Ich denke mal, ich habe ja euch die 3 Reihen schon gezeigt, wie es gemacht wird, und das ist sehr einfach. Man häkelt einfach weiter in die gewünschte Höhe, in die gewünschte Breite, und ich häkel dann weiter, und wenn ich ja meine gewünschten Reihenzahl erreicht habe, zeige ich euch dann, wie viele Reihen ich gemacht habe und das, was wir auch weitermachen. Meinen Boden habe ich weiter gehäkelt. Ich habe 9 Reihen und zwischen den Ecken sind jetzt 19 Stäbchen und die Breite ist 33 cm. So, wir werden auch gleich Korb raushäkeln aus dem Boden, aber bevor es losgeht, muss ich erstmal diese Reihe zu Ende machen. Also ich schneide jetzt Faden ab, nehme die kleineren Häkelnadeln, ziehe dann Faden auf die Rückseite und von der Rückseite verstecke ich den Faden in die Maschen rein. So, dann schneide ich mal ein Stückchen ab, nehme dann Feuerzeug, brenne ein Stückchen an und dann drücke ich an den Stoff. So, dann möchte ich auch noch hier den Faden weg haben. Ich ziehe das natürlich auch noch ein paar Mal durch diese Faden das Endstück durch. Und bei Polyesterschnur kann man auch schön das mit dem Feuerzeug anbrennen und an den Teil schön befestigen. Beim Baumwolle ist natürlich nicht geeignet, weil die Baumwolle auch nicht brennen kann, ja. Gut, habe ich ein paar Mal gemacht und dann schneide ich auch ein Stückchen ab. Brenne das auch mal kurz an und dann befestige ich dann hier und dann ist es fest. Gut. Das ist jetzt unser fertiger Boden und zwar ist das die Vorderseite. Wir brauchen die Rückseite. Es wird einmal gewendet und den Boden häkeln wir aus der Rückseite hoch. Wir brauchen jetzt die Reihe Nummer 4, weil wir aus der Reihe Nummer 4 unser Korb raushäkeln. Das ist jetzt die Reihe Nummer 1, 2, 3 und die 4. Ich gehe mit der Häkelnadel zwischen den Stäbchen rein, nehme jetzt mir einen Faden und ziehe dann nach vorne. Diese Reihe häkele ich als Kettmaschenreihe und die wird ja nicht zu fest gehäkelt. Also wieder zwischen den Stäbchen und Kettmasche häkeln. Zwischen den Stäbchen und Kettmasche häkeln. So, hier ist unsere Öffnung. Da machen wir auch eine Kettmasche, also reingehen, Faden holen, durchhäkeln. Und so weiter bis Ende der Reihe.
Und bitte diese Reihe nicht zu fest häkeln. So, dann häkeln wir im Kreis bis Ende der Reihe. Bin jetzt am Ende der Reihe angekommen. Da ich auf der Seite ein kleines Stück von dem Faden gelassen habe, kann ich nahtlosen Übergang machen bei der Reihe. Also gehe dann zwischen den Stäbchen rein und hole mir dann das Endstück raus, ziehe durch die Schlaufe durch. Dann gehe ich unter diesen beiden Schlingen durch, ziehe den Faden nach hinten und dann gehe ich hier zwischen, hole mir den Faden und ziehe da raus. Ich ziehe noch an den Faden, dass das auch mal alles gleiche Länge hat. So, die erste Reihe oder die Vorbereitungsreihe für unseren Korb ist jetzt fertig. Wir beginnen jetzt mit dem Korb, und Korb werden wir aus festen Maschen häkeln. Also ich muss jetzt einmal hier Faden abschneiden und auf diese Seite rausziehen. Also mit der Häkelnadel so reingehen, dass das Endstück hier durchgezogen kann. So, diese Endstücke werden ja auch gleich reingehäkelt. Das ist jetzt die Vorderseite und das ist immer noch die Rückseite, und hier häkeln wir dann unser Korb nach oben. Gut, wir nehmen jetzt den Faden und gehen immer unter diesen beiden Schlingen durch bei der ersten Reihe. Wie ich schon gesagt habe, wir häkeln feste Maschen. Das Endstück häkel ich hier rein und unter diesen Maschen häkeln wir dann auch eine feste Masche. Die Endstücke häkele ich auch rein. Und so wird dann bis Ende der Reihe gehäkelt. Unter diesen beiden Schlingen durch und eine feste Masche häkeln. Die Endstücke reinhäkeln. Okay, und dann häkelt man bis Ende der Reihe mit festen Maschen. Die erste Reihe ist fertig und ich werde die Reihen nicht mit nahtlosen Übergang machen. Ich werde einfach im Kreis unter jede Masche eine feste Masche häkeln. Also in der Spirale
weiter häkeln die gewünschte Höhe. Die Höhe soll es so sein, wenn der Korb ganz hoch gehäkelt ist, dass man ja auch diese Ecke nimmt und anlehnt, um zu gucken, ob es schon genug hoch gehäkelt ist. Also hier soll so eine Welle entstehen. So, ich häkel dann weiter im Kreis. Diese Endstücke werde ich ja dann auch gleich verstecken. Abschneiden und dann anbrennen lassen und befestigen an der Wand. So, wie ich schon gesagt habe, in der Spirale hochhäkeln und ich werde dann nachher euch sagen, wie viele Reihen ich jetzt hochgehäkelt habe und zeigen, wie man diese Teile dann mit dem Korb zusammen verbindet oder befestigt. Der Korb ist jetzt fertig und ich habe insgesamt 12 Reihen hochgehäkelt. Und dann sage ich ja auch, wie viel Zentimeter das sind. Das sind 10 Zentimeter hoch. So, 12 Reihen habe ich gemacht und ich beende die Reihe, denn hier in der Ecke, so mache ich dann noch 2 Maschen und die letzte Reihe mache ich dann auch Kettmaschenreihe. So, und ab hier, ohne Faden abzuschneiden, im Kreis häkle ich jetzt Kettmaschenreihe. In jede Masche eine Kettmasche häkeln. Und das bis Ende der Reihe. So, diese Reihe ist jetzt auch fast fertig. Ich mache ja noch die letzten Kettmaschen. Das war unsere erste Masche und das ist die zweite. Und die werden wir jetzt mit einem nahtlosen Übergang verstecken. Also Faden abzuschneiden, Faden rausholen. Das, wie ich schon gesagt habe, die erste, das ist die zweite. Unter die zweite gehen wir dann mit der Häkelnadel durch, holen uns den Faden und ziehen es raus. Und dann von der Rückseite hier durch und dann auf die Rückseite Faden durchziehen. Mal alles fester ziehen. Dann auf der Rückseite Faden verstecken. So, kleinere Häkelnadel nehmen und hier durch Faden stechen und Faden auch verstecken. Abschneiden und mit dem Feuerzeug ein bisschen anbrennen lassen. So ziehen und dann ist der Faden hier unter diesen Schlängen versteckt. So, unser Korb ist fast fertig. Dann zeige ich euch, wie man diese Ecken am Korb befestigt. Und zwar, man nimmt hier auch eine Seite, legt es drauf
Ich lasse eine Reihe dann noch rauszugucken und befestige das erstmal mit Sicherheitsnadel oder mit Stecknadel fest. Und so mache ich alle 6 Ecken und achte natürlich auch darauf, dass der Abstand natürlich auch überall gleich ist. Also gleichen Abstand zwischen den Ecken haben und erstmal mit der Sicherheitsnadel oder mit den Stecknadeln befestigen, meinte ich. So, das habe ich jetzt auch fertig, aber allerdings habe ich mir überlegt, dass ich diese Seiten nicht bei der ersten Reihe befestige. Ich gehe 3 Reihen runter und dann befestige ich das oder habe befestigt. Dann wieder 3 Reihen runter und befestigt. Dann habe ich auch die Maschen gezählt zwischen den diesen 2 Ecken, dass das ja auch gleicher Abstand ist und an allen Seiten ist es ja bei mir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Maschen und dann habe ich bei der 9. befestigt, dann wieder 8 Maschen abgezählt, bei der 9. befestigt, ne? Und bei einer habe ich, glaube ich, jetzt eine Masche zu wenig oder zu viel, aber es fällt ja dann auch nicht so auf, dass man ungefähr gleichen Abstand hat. So, und die Möglichkeit ist natürlich, das zu befestigen, liegt an euch. Man kann das zum Beispiel annähen, mit Heißkleber kleben. Man kann zum Beispiel sehr hübsche Knöpfe drauf nähen und zusammen annähen. Zum Beispiel, man kann auch ein Band dazu nehmen und auch da so befestigen. Ich werde das einfach nur annähen. Ich habe so Faden gefunden, fast passend an den Korb. Eine Nadel und befestige dann einfach mit ein paar Stichen hier und her fest, alle 6 Ecken und wird eigentlich auch schon gut festhalten. So, okay, dann werde ich ja auch jetzt alle 6 Seiten so befestigen und dann zeige ich euch nochmal das Endergebnis. Der Korb ist jetzt komplett fertig. Allerdings habe ich mir überlegt, ich mache noch einen Henkel hier. Mal gucken, wie es aussehen wird. Ne? Und zwar mache ich aus der grünen Farbe, da ist noch was geblieben. Dann möchte ich auch die Reste gleich mit verwenden. Wenn es ihr natürlich nicht wollt, müsst ihr nicht, dann könnt ihr auch so den Korb lassen. Auf dieser Stelle würde ich dann mit dem Dampfbügeleisen das nochmal durchbügeln. Das gibt ja nochmal gute Form, ne? Also in eine gute Form diesen Korb noch bringen. Aber ich mache, wie ich schon gesagt habe, einen Henkel. Und zwar, ich mache jetzt 4 Luftmaschen. Ich mache das Endstück ein bisschen länger. Also 1, 2, 3, 4. In die zweite Masche häkle ich 2 feste Maschen. In die nächste häkle ich 3 feste Maschen. Dann eine Luftmasche, drehen, die erste Masche
auslassen, in die nächste Masche 2 feste Maschen und in die nächste 3 feste Maschen. Luftmasche, die Arbeit drehen und wieder eine auslassen, bei der zweiten anfangen und 2 feste Maschen häkeln und die nächste Masche 3 Maschen raushäkeln. 2, 3, wieder Luftmasche drehen, eine Masche auslassen, bei der zweiten anfangen, 2 feste Maschen und dann 3 feste Maschen bei der nächsten Masche und dann wieder Luftmasche, Arbeit drehen, eine Masche auslassen, 2 feste Maschen in eine Masche häkeln und dann in die nächste Masche 3 feste Maschen. So sieht es aus und dann häkel ich so weit in die gewünschte Länge, dass man dann hier einen hübschen Henkel da so annähen kann. Also wir häkeln einfach unsere gewünschte Länge. So, der Henkel ist jetzt auch fertig. Ich habe insgesamt 29 reingehäkelt und ich werde das jetzt einmal so an den Seiten von dem Korb genauso annähen, wie ich diese Teile angenäht habe. Und dann einmal durchbügeln und dann ist der Korb fertig. Mein Osterkörbchen ist jetzt fertig. Henkel habe ich angenäht. Ich habe auch mit dem Dampfkörbchen gebügelt und zum Trocknen gestellt. Habe ja auch schon mit Deko-Eiern Körbchen dekoriert. Es fehlen natürlich auch noch die Süßigkeiten. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ihr diesen Körbchen nachhäkeln könnt. Dann wünsche ich euch damit auch viel Spaß, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Tschüss!